Ja, herzlich willkommen bei Chronisch Ehrlich. Wir sind heute chronisch ehrlich, haben wir gesagt. Eigentlich immer. Ja. Heute. Nicht eigentlich. Wir sind immer ehrlich. Wir sind immer ehrlich. Ja, weil wir können einfach nicht anders. Wir können nicht anders. Das ist genau so. Es ist eine Belastung irgendwo, aber es ist halt so. Ja, das ist auch eine Krankheit, oder? Das ist Chronisch eigentlich eine ehrlich Krankheit. zu sein. Das ist echt. Wir wollen eigentlich nicht so viel Biomehl produzieren, sprich so viel Essen immer wegwerfen. Und alle, die angefangen haben, Selleriesaft zu trinken, die haben gemerkt, wow, da häuft sich so viel jeden Tag an. Ja. So viel Trester. Was mache ich damit? Ich muss ehrlich gesagt sagen, Peter, seit 3 Jahren mache ich das, den Selleriesaft. Und irgendwie habe ich mich dran gewöhnt. Ich habe mich dran gewöhnt, dass ich den Trester einfach wegschmeiße. Ja. Also in den Biomüll, wenigstens das. Aber man hat sich dran gewöhnt. Ich weiß, was du meinst. Und dann hatten wir ein Gespräch und du hast mir eine geniale Idee erzählt. Und ich habe gesagt, Peter, das muss raus. Das ist so toll. Willst du uns erzählen? Ja, ja, natürlich. Also das ist natürlich auch etwas, was mich belastet. Ich kann schlecht was wegwerfen. Ich beruhige mich immer damit, naja, da ist sowieso nicht so viel drin in diesem, was da übrig bleibt beim Entsaften. Und von daher, ja, war ich eigentlich auch so an diesem Punkt, weg damit. Ja. Aber es haben so viele Leute immer bei uns angerufen, die das gestört hat. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, teilweise stört das die Leute so stark, dass sie damit nicht anfangen oder es nicht weitermachen. Ja. Und da muss man ja eine Lösung finden, weil das ist einfach eine tolle Sache, dieses Ritual, mit Selleriesaft in den Tag zu starten. Definitiv. Und ich bin darauf gekommen, dass man zu diesem Trester, Sellerietrester, noch etwas dazu gibt und dann etwas daraus machen kann, was man dann wieder essen kann. Weil wir haben ja immerhin noch sehr viele Faserballaststoffe, die in diesem Trester sind. Und je nach Saftpresse sind da vielleicht dann auch noch Mineralien drin und so weiter. Und das nutzen wir eben und das macht satt, das entgiftet den Darm durch diese vielen Faserstoffe. Und ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und wir wollen das ja von allen möglichen Seiten mal beleuchten. Und heute habe ich mir gedacht, machen wir mal Dörlinge oder einige würden vielleicht auch sagen Bratlinge. Ja. Also hast du die und schon ich habe fälschlicherweise, der Peter hat mir nämlich vorher das Produkt gezeigt. Und ich habe gesagt, Brötchen. Und da warst du so beleidigt. Das sind keine Brötchen. Ja, also naja, ich war nicht wirklich beleidigt, aber das sind eben keine Brötchen. Es sind eben einfach keine Brötchen, Priscilla. Nein, das sind Dörlinge. Ja. Warum sind das Dörlinge? Und warum hast du vorhin das Gleichnis zum Bratling gebracht? Ratet das? Ja, man könnte natürlich, wenn man jetzt nicht so viel Wert drauf legt, auf die weitere Verarbeitung. Also bei dem Saft ist es ja wichtig, ne, dass er schön kalt bleibt, dass er nicht irgendwie mit warmen Sachen zusammengegessen wird, weil dann Nährstoffe verloren gehen. Wenn man das bei dem Trester nicht so eng sieht, dann könnte man natürlich jetzt das, was wir hier gleich zeigen, auch in die Pfanne geben und richtig schön anbraten. Ja. Aber man kann eben auch ein Dörrgerät benutzen. Das heißt also, bei niedrigen Temperaturen holt man nach und nach die Feuchtigkeit heraus. Das dauert dann eben auch bis zu 24 Stunden, der Prozess. Aber dann hat man eben die gleiche Konsistenz. Die Brataromen fehlen natürlich. Diese Röstaromen in der Pfanne, die fehlen. Aber nichtsdestotrotz finde ich, wenn man das gut abschmeckt, dass es eine leckere Sache ist. Vielleicht noch ein bisschen selbstgemachten Senf dazu. Und dann kann man in solchen Träumen, an diesen Frikadellen träumen oder das klingt gut. Frikadellen. Fleischklößchen. Was sagt man in der Schweiz dazu? Zu Fleischklößchen? Ja. Burger? Da gibt es gar nicht hier, Nein. Frikadellen in der Schweiz. Nein. Ja, das wird Zeit, dass Nein, wir haben die Bratwurst. Die Bratwurst und sowas. Servala. Servala. Kennst du das, Servala? Nee, sagt mir gar nichts. Ja, das ist auch einfach nur ein Tierabfall, den man zusammenmanscht und so tut, als wäre es eine Wurst. Also Abfall ist ja schon das Stichwort, weil wir haben eben hier wieder den Tresterabfall. Und wir haben hier mal wieder so 150 Gramm Trester. Das ist ja ungefähr so der Trester, der entsteht. In der Regel so bei 500 Millilitern. Ja. Und dazu gibt es passend diese Saatenmischung. Und die ist so abgestimmt, dass ich hier jeweils 150 Gramm habe von geschälten Hanfsamen, Leinsaat, das ist jetzt goldene Leinsaat, man könnte aber auch braune Leinsaat nehmen. Und dann habe ich hier noch Chiasaaten. Diese Leinsaat und die Chiasaat, die machen das Ganze fest, die saugen Feuchtigkeit auf. Und hier oben habe ich dann noch Sonnenblumenkerne. Ja, das sind, ist so der Ersatz für in den Frikadellen diese Fettstückchen. Ah ja. Also das heißt von allem 150 Gramm.
Nee, also wir brauchen hier bei 150 Gramm Sellerietrester brauchen wir nur 150 Gramm von dieser Saatenmischung tatsächlich. Aha, also okay. Hälfte, Hälfte, kann man sich gut merken. Und wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie Cracker macht, dann gibt man sogar noch Feuchtigkeit dazu, damit so ein Teig entsteht. Aber hier bei diesen relativ festen Brötchen. Ja. Du hast Brötchen gesagt. Nein. Also bei diesen Bratlingen. Dörlingen, wie auch immer. Dörlinge. Es sind Dörlinge. Es sind Dörlinge. Und man darf sie nicht Brötchen und nicht Bratlinge nennen. Nur, dass ihr es wisst. Ja, genau. Sonst kriegt ihr Ärger mit dem Peter. Ja. Und hier, das soll ja fester werden. Ne? Ja. Und da brauchen wir gar keine zusätzliche Flüssigkeit. Ah ja. Und was eben noch dazu kommt, ist eben ein bisschen Pilze und Zwiebel. Das gehört dazu. Und entsprechende Gewürze. Okay. Das Rezept werdet ihr unten im Videobeschrieb finden mit all genau den Angaben. Möchtest du aber noch sagen, wie du genau auf diese Grammmischung gekommen bist? Ja, warum ist jetzt hier mehr drin als... ja, ich stelle mir das einfach so zusammen, weil es schön dann in so ein Glas passt und weil es ungefähr 3 oder 4 Tagen Saftpressen entspricht. Okay. Ja, weil dann hat man, es ist ja so ein Dörrgerät hat meistens 5 bis zu 10 Einschübe und warum soll man sich nach jedem Saftpressen immer diese Arbeit machen, das zu verarbeiten? Und deswegen würde ich empfehlen, das 3, 4 Tage aufzubewahren im Kühlschrank offen. Das ist wichtig, dass Feuchtigkeit dann nicht geschlossen ist und eventuell Schimmel auslöst, sondern dass es im offenen Gefäß 3, 4 Tage im Kühlschrank steht, bis man so ungefähr 500 Gramm zusammen hat. Okay. Und dann würde das eben genau passen mit dieser Konstellation 150, 150, 150, 90, dass man eben das dann komplett verarbeitet, sein ganzes Dörrgerät voll hat und dann eben nicht jeden Tag diese Arbeit hat, den Teig anzusetzen, sondern eben einmal die Woche. Mega. Du hast es so gut durchdacht. Genial. Oh, danke. Also ja, wirklich. Peter, ich würde selber nie auf solche Ideen kommen. Deswegen gut, dass es Menschen wie dich gibt. Ja, okay, fangen wir an. Jetzt wird es geshakt. Machen wir noch ein bisschen Praxis. Praxis. Gut. Ja, also wir müssen ja die Zwiebeln und die Pilze brauchen wir zerkleinert, kleine Stücke. Könnte man jetzt mit dem Messer klein schneiden, aber wir haben ja einen Mixer hier und von daher nutzen wir den Mixer. Das machen wir. Ja, und zwar gibt es ja bei diesem Blendec-Gerät hier auch eine sehr kleine Geschwindigkeitsanstellung, wo das Messer eben nicht so schnell rotiert und dann hacken wir quasi diese Zutaten an. Wie funktioniert das? Ich nehme also hier den Innendeckel heraus und gebe in das laufende Messer, gebe ich dann quasi diese Zwiebel oder diese Pilzstücke hinein. So, Deckel zumachen und ich kann den Deckel hier verkehrt rum drauflegen, dass ich das also einfach schnell öffnen kann. Nur noch in so Teile zerbrechen, dass ich das hineingeben kann durch diese kleine Öffnung und dann kann schon losgehen. Was brauchen wir für Gewürze? Also typischerweise Majoran. Ne? Das ist ein typisches Gewürz für solche Bratlinge, Dörlinge. Salz, Pfeffer, man kann ein bisschen Curry nehmen, man kann ein bisschen Oregano nehmen. Also da gibt es unterschiedliche Gewürzmischungen, findet man im Internet. Ich habe natürlich mein Lieblingsrezept, das veröffentlichen wir natürlich. So, bei Keimling? Nee, hier bei dir. Ach so. In der Beschreibung. Also die Gewürzmischung, die ich nehme. Gewürzmischung, ja. Ja. Also die Gewürze, die ich nehme, die verraten wir natürlich. So, das ist die kleinste Geschwindigkeit. Ja. Und jetzt kann ich hier diese Sachen hineingeben. Die Zwiebel, ne, habe ich also keine tränenden Augen. So, das war schon. Das war schon. Und jetzt gebe ich das zusammen mit den Saaten dann hier in meine Schale und knete das einfach schön durch. So, wir hatten das Ganze schon mal gemischt. Ach so. Haben wir das noch irgendwo? Ja, genau.
Genau, so sieht das Ganze dann gemischt aus. Und von daher messe ich das jetzt hier nochmal ab. Ja. 150 Gramm. Genau, und bei den Crackern, das Video veröffentlichen wir auch, da kommt dann noch Wasser dazu. Und hier ist es jetzt ohne Wasser. Dafür eben die Zwiebeln und Pilze. Ja, wir würden gleich sehen, ob das reicht. Ne? Weil Wasser kann man immer dazugeben, erstmal mit möglichst wenig Wasser arbeiten. Ja. Also hier jetzt mit gar keinem Wasser, um dann nicht zu viel Wasser zu haben. Weil was kann man machen, wenn man jetzt dann einfach Wasser dazu gibt, zu viel Wasser hat, das Ganze einfach zu breiig ist, nicht geformt werden kann, dann müsste man noch mehr Saaten dazugeben, nochmal neue Pilze und nochmal neue Trester. Ja, wir hatten hier so einen wunderschönen Teigschaber. Ja, wo ist denn dieser Schaber hin? Ah, hier. Der sich verabschiedet. Der wollte schon Feierabend machen, Feierabend. So. So, das Ganze hier jetzt mit der... Und die Pilze haben also den riesen Vorteil, dass sie natürlich sehr geschmacksintensiv sind, gerade wenn sie dann nochmal gedörrt werden. Und dass sie auch relativ viel Proteine enthalten. Das ist ein guter Fleischersatz. Das wäre jetzt mal ein natürlicher Fleischersatz, statt jetzt irgendwelches Weizeneiweiß oder Sojaeiweiß oder so. Ne? Ja, diese veganen Produkte im Moment auf dem Markt, die sind so ungesund. Ja, also viele davon. Das einzige Gesunde an der Sache ist, dass dafür keine Tiere sterben müssen. Ja, genau. Aber das ist jetzt, der einzige Vorteil. Aber für den Menschen, der das dann isst, ich denke, das kann mal vielleicht ein guter Übergang sein, wenn man experimentiert, auf Fleisch zu verzichten. Aber ansonsten sollte man mehr zu Pilzen greifen. Ja. Das wäre die Lösung. Definitiv. Gut, jetzt mischen wir das ein bisschen unter. Achso, die Gewürze fehlen jetzt noch. Ja, was möchtest du denn gerne? Ja, gib doch ruhig mal ein bisschen Salz und Pfeffer dazu. Sagst du Stopp? Ja. Okay, danke. Das sieht schon so lecker aus. Riecht auch gut, ne? Mhm. Richtig, richtig gut. Okay, müsste auch reichen. So, und dann portioniert man das Ganze. Ich finde das einfach so genial. Endlich können wir etwas aus dem Trester machen, dem ganzen Sellerietrester. Das ist schick, ne? Das ist richtig schick, ja. So, also eine gewisse Ähnlichkeit ist da, oder? Ja, ich sehe es. Aber ist das nicht toll, dass die dann auch so nachdunkeln? Ja, genau. Also, ja, deswegen, also als ich sie gesehen hatte, habe ich gesagt, du hast Brötchen mitgebracht. Aber sie sind natürlich schwerer, also mehr... Ja, sie sind überhaupt nicht luftig, ne? Ja. Also ich würde einfach mal sagen, probier doch mal einfach eins. Darf ich schon reinbeißen? Die sind fertig, ja. Vielleicht noch ein bisschen Ketchup dazu oder Senf. Das ist richtig gut. Echt schön. Das freut mich. Zu Kartoffeln. Wunderbar. Ach ja, das wäre eine schöne Kombination. Ich sage immer Peter, ich bin noch nicht rohvegan, weil ich von den Kartoffeln nicht loskomme. Ich liebe einfach Kartoffeln. Ja, also... Also, was soll ich sagen? Wenn es nur das ist. Wenn es nur das wäre. Ja, das stimmt. Es ist super lecker. Wunderbar. Also wie gesagt, die Rezeptur, die ich hier verwendet habe, die gehen wir ja mit raus. Aber da gibt es zig Möglichkeiten, das eben vielleicht sogar mit Chili noch ein bisschen schärfer zu machen. Ja. Oder auch Kümmel und solche Sachen. In alle Richtungen. Ja. Hey, vielen, vielen Dank. Danke, dass du das geteilt hast mit uns. Dass endlich der Sellerietrester umgewandelt wird in so leckere Dörlinge. Richtig. Dörlinge. Es leben die Trester-Dörlinge.
die Tresse-Dörlinger. Und ihr seht auch diese wundervollen Geräte. Ihr findet die Links unten im Beschrieb, das Rezept auch. Bei den Geräten ist es so, Keimling ist ein Partner von uns und wir freuen uns sehr darüber übrigens. Wir möchten Chronisch Ehrlich einfach irgendwo unterstützen, wo es nur geht. Ja, und das Einfachste ist eben bei uns dann diese Sachen einzukaufen. Ja. Also wir haben ja auch hier von den Saaten die Hanfsamen und die Chiasamen in sehr guter Qualität. Also Sonnenblumenkerne, Leinsaat müsste man sich dann im Bioladen holen. Also wenn ihr tolle Geräte möchtet oder tolle Saaten, dann bestellt gerne über unseren Link. Für euch wird es nicht teurer, aber ihr unterstützt hier die Chronisch Ehrliche Arbeit. Und der Peter und sein Team freuen sich auch. Ja, natürlich. Ja, dann bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, Tschüss. Ciao.